welcome you to our winter meeting in Vienna. It's a good tradition and it's good to have you here again. I first want to make a technical announcement. I want to remind you that the speakers lists are open for tomorrow afternoon's special debate and for the questions to the chairperson in office and to the Secretary General of the OSCE. They will close tomorrow at 12 o'clock. Please go to the Secretariat room number 201 to add your names if you have not already signed up. Our first item today is an address by the President of the National Council of Austria, and I warmly welcome President Bures here today and thank her for the support of the work of the OSCE Parliamentary Assembly she has always demonstrated. Your presence with us today is a testimony of it. Liebe Doris, danke vielmals für deine Teilnahme hier an unserer Konferenz. Es ist eine große Ehre und eine große Freude, dass du hier sein kannst. Und ich würde dich um deine Worte bitten. So, schon besser auf dem Wort gerissen, okay? Sehr geehrte Frau Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung Muttonen, sehr geehrter Herr Generalsekretär Roberto Montella, Exzellenzen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es wurde bereits erwähnt, es ist wirklich eine schöne Tradition, dass Sie, Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus fast einem Drittel aller Staaten der Welt, jährlich hier in Wien zur Wintertagung der Parlamentarischen Versammlung der OSCE zusammentreffen. Und auch ich heiße Sie hier in Wien herzlich willkommen. Österreich ist seit vielen Jahren gerne Gastgeber dieser so wichtigen Tagung und sie findet heuer bereits zum 16. Mal auch statt. Und heuer ist die Konstellation, in der sie stattfindet, für Österreich eine ganz besondere. Österreich hat mit Bundesminister Sebastian Kurz den Vorsitz der OSCE inne und der Parlamentarischen Versammlung steht mit Christine Muttonen eine erfahrene österreichische Parlamentarierin als Präsidentin vor. Hohe Versammlung, wir alle wissen, es ist wahrlich keine einfache Zeit für unsere Gemeinschaft. Viele neue Entwicklungen, aber auch bestehende Konflikte der letzten Jahre im OSZE-Raum erfüllen uns mit Sorge. Erwähnen möchte ich die noch immerwährende Krise in der Ukraine, Eskalationen im Bergkarabach oder die ungelösten Konflikte in Transnistrien und Georgien. Dies führt uns deutlich vor Augen, wie wichtig die Arbeit der Organisation ist. Selbstverständlich können wir die Konflikte innerhalb der OSZE-Staaten nicht isoliert von jenen Ereignissen betrachten, die sich an den Toren und außerhalb unserer Gemeinschaft ereignen. Insbesondere die Migrations- und Flüchtlingsbewegungen, ausgelöst durch den Krieg in Syrien. Heute startet ja in Genf ein abermaliger Versuch zur Befriedung und die instabile Lage im arabischen Raum sowie am Horn von Afrika stellt unsere Staaten vor große und neue Herausforderungen. Und im Schatten all dieser neuen Herausforderungen gewinnen Tendenzen zur Isolation und Nationalismen zunehmend an Kraft. Abschottung wird als vermeintlich einfache Lösung angeboten. Aber sie ist kein Weg in eine friedliche und sichere Zukunft. Im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger müssen wir den schwierigeren, aber besseren Weg gehen. Durch den Weg des Dialogs und der Zusammenarbeit müssen wir
die Ideale unserer Gemeinschaft in sich tragen. Frieden, Sicherheit, Wohlstand und die Garantie demokratischer Werte im OSZE-Raum, und zwar auf beiden Seiten des Atlantiks. Geschätzte Damen und Herren, wir leben in Zeiten der Veränderung, in Zeiten, die viele Bürgerinnen und Bürger verunsichern. Rasante Entwicklungen politischer Natur, zunehmende Radikalisierung und gewaltbereiter Extremismus bis hin zu Terroristen machen vielen Menschen Angst. Das Bedürfnis der Bürgerinnen und Bürger nach Sicherheit und Stabilität wächst zunehmend. Die Frage, wie wir Sicherheit und Stabilität für unsere Bürgerinnen und Bürger garantieren können, ist eine der großen Fragen unserer Zeit. Bei der Beantwortung dieser Frage dürfen wir uns nicht von Angst leiten lassen. Angst ist nie ein guter Ratgeber. Ganz besonders dann nicht, wenn es um das sensible Verhältnis von Freiheit und Sicherheit geht. Wir müssen die Grundrechte trotz notwendiger Sicherheitsmaßnahmen schützen und die rechtsstaatlichen Strukturen stärken. Denn die Demokratie zu verteidigen heißt auch, grundlegende Freiheiten und Menschenrechte hochzuhalten. Ohne sie kann es keine Demokratie geben. In diesen besonderen Zeiten fällt Österreich eben die Verantwortung zu, den Vorsitz in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zu führen. Österreich hat sich vorgenommen, während seines Vorsitzes besonders auf 3 Schwerpunkte einzugehen. Erstens die Entschärfung bewaffneter Konflikte, zweitens den Kampf gegen Radikalisierung und gewaltbereiten Extremismus und drittens die Vertrauensbildung unter den OSZE-Mitgliedstaaten zu stärken. Dabei wird sich die Rolle Österreich als verlässlicher Brückenbauer und etablierter Ort des Dialogs wie ein roter Faden durch die Schwerpunkte ziehen. Als ein Land, das sich dem demokratischen Dialog verpflichtet hat, hat Österreich auch eine lange Tradition, sich interparlamentarisch zu engagieren. Die österreichischen Abgeordneten aller Fraktionen sind international sehr gut vernetzt und nehmen aktiv am Austausch in verschiedensten Foren teil. Es freut mich deshalb besonders, dass Sie, geschätzte Versammlung, im Juli des vergangenen Jahres Christine Muttonen das Vertrauen ausgesprochen haben, der OSZE PV vorzustehen. Als Parlamentarische Versammlung vertreten Sie über 1 Milliarde Wählerinnen und Wähler. Sie sind somit das demokratische Herz der OSZE und tragen eine große und bedeutende Verantwortung. Denn Sie betrachten die zentralen Facetten der Arbeit unserer Gemeinschaft eben aus parlamentarischer Sicht und können aufgrund des Mehrheitsentscheids besonders schnell auf Entwicklungen reagieren. Dadurch ergänzen Sie das gesamtheitliche Bild und die gesamtheitliche Arbeit der Organisation ganz entscheidend. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hoffe, die Gespräche in Wien tragen zum Ausbau der partnerschaftlichen Zusammenarbeit bei und ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen konstruktive und erfolgreiche Beratungen hier in Wien. Glück auf! Sehr geehrte Frau Präsidentin, vielen Dank für Ihre herzliche Begrüßung hier und auch für Ihre Gedanken, die Sie mit uns teilen. Wir schätzen es sehr, dass Sie heute bei uns sind. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen, ich möchte Sie noch einmal jetzt von dieser Stelle ganz herzlich zu unserer Wintertagung in Wien
willkommen heißen. Sie haben ja, es ist zwar die Wintertagung, aber Sie haben die ersten Frühlingswinde mitgebracht. Und das ist immer ein gutes Zeichen, ist ein Zeichen des Aufbruchs und auch des Muts letztendlich. Ganz besonders freue ich mich, dass auch die usbekische Delegation nach so vielen Jahren erstmals wieder bei uns ist. Willkommen in unserer Mitte, willkommen in der großen Familie der OSCE. Wie bereits erwähnt wurde, befinden wir uns dieses Jahr in einer einzigartigen Situation. Österreich führt den Vorsitz in der OSCE und die Parlamentarische Versammlung wird von einer österreichischen Präsidentin geleitet. Außenminister Bures, sein Team und ich werden uns gegenseitig bestmöglich unterstützen und ich freue mich auf weitere gute Zusammenarbeit. Wir werden auch in diesem Jahr wieder dringliche und wichtige Fragen in unseren Ausschüssen diskutieren. Was können wir tun, um angesichts eines zunehmenden Populismus die Menschenrechte besser zu schützen? Wie können wir unsere natürlichen Ressourcen so bewirtschaften, dass die Versorgung der Menschen mit sauberem Wasser überall im OSZE-Gebiet gesichert bleibt und wir auch unser Klima schützen? Und drittens, wie können wir unseren gemeinsamen Kampf gegen den Terrorismus weiter verbessern? Menschenrechte und Terrorismus werden uns auch morgen Vormittag beschäftigen, wenn wir uns der wichtigen Frage stellen, wie wir in schweren Krisenzeiten unsere gemeinsamen Menschenrechtsstandards aufrechterhalten und schützen können. Wir mussten in den vergangenen Monaten terroristische Anschläge in vielen unserer Mitgliedstaaten erleben. Auch die Menschen in unseren Partnerländern sind Ziel solcher Anschläge geworden. Wir trauern um die Menschen, um die Eltern, die Kinder, Verwandte und Freunde verloren haben und wir verurteilen dieses menschenverachtende Handeln aufs Schärfste. Wir werden unseren Beitrag dafür leisten, den gemeinsamen Kampf gegen Terrorismus und gewalttätigen Extremismus weiter zu verbessern. Und wir werden uns dafür einsetzen, dass die Terroristen ihr Ziel nicht durch die Hintertür erreichen, weil wir aus Angst und Furcht beginnen, unsere eigenen Werte und Standards aufzugeben. Dieses Spiel, geschätzte Damen und Herren, werden wir nicht mitspielen. Wir werden klar zu den Prinzipien der OSZE stehen: die Förderung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, die Achtung der Menschenrechte und die Sicherheit und Festigung von Frieden. Aber eines ist auch klar: Wir müssen uns mit den Ursachen der vermeintlichen Attraktivität, aber auch der Verzweiflung und der sozialen Spannungen, die manchmal hinter terroristischen Haltungen stecken, wir müssen uns damit auseinandersetzen, sie zu begreifen versuchen und Lösungen gemeinsam entwickeln. Neben dem Terrorismus bleibt der Ukraine-Konflikt die zweite schwere Krise, die unseren Frieden, unsere Stabilität und unsere Zusammenarbeit bedroht. Die Sicherheitslage in der Ostukraine hat sich wieder dramatisch verschlechtert. Viele Menschen, darunter Zivilisten, zahlreiche Zivilisten, haben in diesen neuen Kämpfen mit ihrem Leben bezahlt. Die Menschen auf beiden Seiten der Kontaktlinie leiden unter den Folgen des Konflikts und unter der mangelnden Bereitschaft zum politischen Kompromiss. Rufen wir uns noch einmal die Fakten in Erinnerung. Die Fakten dieser Katastrophe. Der hohe UN-Kommissar für Menschenrechte spricht von an die 10.000 getöteten Menschen und fast 23.000 Verletzten. Den Menschen im Konfliktgebiet fehlt es an Medizin, an Energie und an Nahrung. Und Tausende haben auf der Flucht auch ihre Heimat verloren. Auch der Konflikt um Bergkarabach ist 2016 wieder eskaliert. Auch hier sterben Menschen. Auch hier prägt eine aggressive Rhetorik den politischen Diskurs und erschwert eine friedliche Lösung für die betroffene Bevölkerung.
Liebe Kollegen und Kolleginnen, wir sind ein Teil der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit. Das heißt, wir müssen Beziehungen schaffen, wir müssen Dialogplattformen kreieren. Damit ist es aber dann längst nicht getan, denn wie Sie alle wissen, Beziehungen gehören auch gepflegt. Aggressive Rhetorik, Politik rein national gedacht, kann nur den Blick verengen und die Sicht auf notwendige Lösungen trüben. Lösungen, die nur im Gemeinsamen, die nur im globalen Zusammenwirken zu finden sind. Wir Parlamentarier und Parlamentarierinnen können den Dialog beginnen, auch wenn unsere Regierungen damit Probleme haben. Ich glaube, wir hier herinnen sind auf einem guten Weg. Wir Parlamentarierinnen und Parlamentarier haben Verantwortung gegenüber unseren Wählerinnen, unseren Wählern, gegenüber der Jugend, gegenüber den Kindern, gegenüber den Enkeln, und wir werden sie wahrnehmen. Wir können deutlich machen, dass es keinen unweigerlichen Automatismus gibt, dass es unsere Entscheidung ist, wie wir miteinander umgehen wollen, und dass es eine Alternative gibt zum eskalierenden Hass, zu Misstrauen und zu Gewalt. Und diese Alternative heißt Frieden, Sicherheit und Wohlstand durch Zusammenarbeit in der OSZE und darüber hinaus. Dafür ist es wichtig, dass wir in der Parlamentarischen Versammlung weiterhin offen, ehrlich und fair miteinander diskutieren und immer wieder versuchen, trotz der bestehenden Konflikte Brücken zu bauen und nach Möglichkeiten gewinnbringender Zusammenarbeit zu suchen. Wie für Präsidentin Doris Bures ist auch für mich das Thema Gender ein besonders wichtiges Anliegen. Unsere Gesellschaften entwickeln sich dann am besten, wenn sich Männer und Frauen in allen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen gleichberechtigt und zu gleichen Teilen einbringen können. Das gilt auch und ganz besonders für die Sicherheits- und Friedenspolitik. Dass wir heute 3 Frauen als Rednerinnen haben, ist daher ein ermutigendes Zeichen. Dass das aber noch immer ein erwähnenswerter Umstand ist und nicht Normalität, zeigt auch, dass wir Arbeit vor uns haben. Ich möchte euch darum in diesem Zusammenhang auch noch einmal meine Veranstaltungen im März ans Herz legen, wo wir unter dem Thema OSCE Security Policy Female Perspectives mit sicherheitspolitischen Expertinnen über die Möglichkeiten einer neuen gesamteuropäischen Sicherheitspolitik diskutieren werden und können. Im Mai findet außerdem ein Retreat zu National Minorities im Süden Österreichs in Kärnten, meiner Heimat, statt. Auch hierzu möchte ich herzlich einladen. Wir werden auch in der OSZE selbst noch stärker, die OSZE selbst noch stärker unterstützen müssen, damit sie handlungsfähig bleibt. Denn es wird immer schwieriger, Konsens für fundamentale Entscheidungen zu finden. Zum Beispiel beim Haushalt, bei der Verlängerung der Mandate wichtiger OSZE-Missionen, bei der Ernennung des Hohen Kommissariats und Kommissars für nationale Minderheiten oder der Beauftragten für Medienfreiheit. Und demnächst, Sie wissen das alle, stehen noch 2 weitere wichtige Ernennungen an. Der neue Generalsekretär der OSZE und der Direktor von ODIHR. Es gehört zu unseren Aufgaben, zu den Aufgaben der Parlamentarier und Parlamentarierinnen, diese Entwicklungen genau weiter zu verfolgen und unsere Regierungen zu verstärktem Engagement und zu Kompromissbereitschaft zu bewegen. Aber ich bin auch überzeugt davon, liebe Kolleginnen und Kollegen, obwohl 2017 sicherlich wieder ein forderndes Jahr wird, es ist bereits ein forderndes Jahr, ich bin überzeugt, dass die Parlamentarische Versammlung ihren Beitrag leisten wird, um die Herausforderungen zu meistern. Denn wir haben hier einen unwahrscheinlich reichen Schatz an Wissen und Expertise. Und wir haben so viele engagierte Abgeordnete, die sich für die Ziele friedlicher Konfliktlösung und gemeinsamer Sicherheitspolitik einsetzen.
Das sage ich nicht nur, weil ich Präsident in der Parlamentarischen Versammlung bin, sondern das sage ich, weil ich ja schon so viele Jahre in dieser Parlamentarischen Versammlung arbeite. Sehr geehrte Damen und Herren, hier in diesem geschichtsträchtigen Gebäude hat es einst eine interessante Strategie, wenn Sie so wollen, gegeben. Es hat geheißen, und ich zitiere, Kriege mögen andere führen, du glückliches Österreich heirate. Als Strategie ist das wohl etwas gestrig. Aber der Grundgedanke, Frieden zu sichern und Prosperität zu entwickeln, indem man die eigenen Interessen nicht durch Krieg und Gewalt verwirklicht, sondern durch Kooperation und durch ein dichtes Netzwerk an Beziehungen, ist sicherlich höchst interessant und aktuell. Geschätzte Kollegen und Kolleginnen, ich wünsche uns in diesem Sinn, dass wir die 2 Tage nutzen, nicht nur um lebhaft miteinander zu diskutieren, sondern auch um vorhandene Konflikte und Gräben zu überwinden, bestehende Beziehungen zu pflegen und neue Kontakte zu knüpfen. Das werden wir hier in diesem Raum tun, das werden wir in den 3 Ausschüssen tun, aber das werden wir auch heute am Abend beim Empfang im Parlament tun, zu dem uns Frau Präsidentin immer ganz herzlich einlädt. Dankeschön. So, dear colleagues, our next speaker is Hedy Fry. She is our Special Representative of the OSCE Parliamentary Assembly on Gender Issues. Please, Hedy, the floor is yours. Thank you. Bonjour, chers collègues. Je suis ici encore pour parler de l'importance d'intégrer le genre dans tous les aspects de la prise de décision dans la OSCE. Now, it seems like I'm always standing up here trying to do exactly that. And yet it seems to me that we are perhaps regressing. I don't like to think we are, but I want to point out that in the summer, I touched on the issue of migrants and refugees, and I think this is something that we need to focus on. And so when I gave you a lot of data in the summer about how women and girls and children actually fare as migrants, I thought I would lay that down so that we can build on what we actually do about it, how we move forward on dealing with this issue. And I was a little disappointed that in December, in Hamburg, when the foreign ministers met, and they discussed, amongst other things, the issue of migrants and refugees, the word women was mentioned 3 times. One in relation to the role of women in terrorism and violent extremism, and twice in relation to the role of women with small arms and light weapons. Where did we talk about, did that Ministerial Council talk about the role of women in peace? And we know that the United Nations is pushing very clearly for us to look at the 1325 and the role of women in peace, in building peace, the role of women in preventing conflict, the role of women in fact, rebuilding post-conflict societies. And yet, that was not mentioned. These are things that women can do that will enhance security. And so, the OSCE, as we know, everyone talked about the role of the OSCE in security, but we didn't talk very much about the role of the OSCE in cooperation, and looking at building democratic institutions as a means of creating cooperation, and then looking at the issue of human rights within that cooperative aspect. We know from studies and experience that the security issues of men and women and boys and girls are very different. We've talked about that. I laid down all the data for that in the last meeting that we had here. And so I was disappointed to see that we the 57 nation states, ignored 51% of our societies. How do you build peaceful societies if you ignore over a half of that society and their ability to form attachments in that society, feel secure, to be trusting, and to build loyalty to the host society? I think these are integral
to dealing with creating peaceful societies. Now, on the 24th Ministerial Council will be in Vienna in December the 24th of the 2017, and I want to strongly urge, and I'm asking you as members of Parliament, to urge your own ministers, your own foreign ministers in your nation states, to actually start to gender mainstream, to actually talk about the role of that 51% of our populations in moving to meet all of our objectives. I want you to insist on it at your government levels. And I want to thank Austria for its commitment as 2017 chairperson to commitment to the issue of gender. And I just wanted to point out, actually, a little bit bragging, that the 3 people who are speaking today are women. Isn't that wonderful? I don't think we would have seen that here a few years ago. I want to just actually focus on one thing today, and that is the aspect of integration in refugees and migrants that come to our host countries. We know that hundreds of thousands of people have come to Europe and Canada and continue to do so around all of the 57 nation states. They bring with them their women who come as parts of families, and they're single women who bring with them their children. And we know, as we said last time, that they face a lot of problems in terms of identity, being able to identify themselves as individuals, being able to have access to many of the things like safe housing, healthcare, etc. These are really important pieces. And we talked today, and I picked up on some things that our Austrian Madame Bures said, and Christina talked about, and we talked about this ability to understand that if we want to build strong and secure societies in our own nations, we need to be able to ensure that newcomers to those societies feel that they are safe, that they're secure, that they're welcome, so that they can develop attachments to those communities. And developing attachments means developing loyalty. And we know that some of the things that we need to do to ensure that that happens is to focus on issues, and I think we've identified this very clearly, that language is the first bit. If you have people who come, they cannot speak the language of the host community, and the host community doesn't understand their language, that's the first thing to isolation, the first way that we allow people to go back into their little corners and not integrate in society. Childcare is a very important aspect, as women are getting training when they come into host societies as migrants, and as women are beginning to learn the language of that country, they need somebody to look after their kids so that they can have access to employment eventually. Those are very important pieces of integrating in society. We're looking at the issue of access to health care and mental health issues, because people are coming from societies in which they have been very traumatized, and children and young people especially are traumatized by their experiences. And so mental health issues are very, very important. And I think we want to look at the issue of gender-based violence, where we know, and I can tell you that around the world, and Canada is not immune from it, we see women who come from places like Syria and from other countries with different cultures who are afraid to go out into society, because if they wear a hijab, or they wear a niqab, or they wear a scarf, they're terrified that people are going to pick on them, and so they stay in their homes, increasing the isolation and the lack of ability to integrate. Human rights reports, actually, that there's some very important things that we need to look at as we integrate women and children into host societies. One is to ensure that they have legal status, and this is something that's very difficult to achieve for women and children, who are especially lone women. To look at access to education, to housing, to training, and to employment, so that they can integrate better into societies. And to look at the issue of family reunification wherever necessary. As we bring in migrants and refugees into our country, we need to ensure that we look at vulnerable communities and bringing families together and integrating families, because we all know from every country we come from that the family is at the heart of how we feel safe and how we build a new society. And so I want to focus on 3 of these areas very quickly in terms of looking at integration, and one of them is creating social networks. And I'm going to refer to something that we have learned in Canada. We learned this in 1978 when we brought in 60,000 Vietnamese and Cambodians. We called them the boat people because they came in these little fishing boats all the way up to Canada, and we couldn't send them back, obviously. And so we had the problem of integrating people who did not speak a language that any of us, or very few of us, understood in Canada, and people who were very scared and very traumatized. And what happened was that communities, the government was sort of trying to figure out what to do,
And communities in Canada spoke out, churches and NGOs and villages and cities spoke up, and groups said, we wanted to get some of these people into our countries. We want to bring them into our communities. We want to integrate them. We want to be responsible for families and for individuals. And so began something that Canada now does, is which we have, as part of our refugee and immigrant governance, we actually have government and refugees that governments are responsible for. And now we have something called private sponsorship in Canada, where these groups who have been actually given sort of the ability to function because government has checked that they are bona fide groups, are able to bring in refugees and immigrants. Since 30 years ago, these private sponsorship groups have brought in 288,000 refugees that they have been responsible for. And it's turned out that, in fact, the private sponsors have been better at integrating than governments. Government provides the usual things, housing, financial support, food, etc. These communities provide mentorship. They provide integration. They invite these families to barbecues in their backyard. They meet the community. They learn to speak English. They take them shopping. They teach them how the system works, how to get a bus. All of these things really create integration. And we can look back 30 years ago and look at the Vietnamese refugees, and we've done enough studies on them by university groups and everyone, who have actually found out that these young people integrated completely into our society to the extent that they completed post-secondary education and secondary education more so than people in Canadian society. And they have become leaders in the political sphere, in economics, and in the social and cultural part of our country. So this is something I want to bring to you, because I think there's much to learn from that experience, where government doesn't have to take on the complete burden of looking after refugees. In fact, we found that these sponsorship groups bring in more refugees than the government itself. And so, talk about best practices, let's look at these best practices. Because the most important piece, though, is looking at the cultural identity as part of integration. And we know that women are responsible for families. Women are responsible for making sure that families integrate, to make sure that their kids grow up to be feeling safe in a community. And so women are very clearly the people we need to look for when we try to get that integration, that sense of feeling comfortable and at home, and being able to feel a loyalty to our host community. So one of the things we can do, not only in the private sponsorship, is to make sure that women have female caseworkers, and that women have female mentors. And if you can find from the migrant society, people who speak their language, who can mentor them, that also is very practical and helping. And I think these are the practical things we need to do if we want to integrate and have stable societies. Our Prime Minister in Canada, who supports and has increased by 20% the number of migrants and refugees we are going to be bringing into Canada, has actually felt that in fact diversity is our strength. The fact that we have different people from different countries who speak different languages, who have different religious backgrounds, who have different cultures, has made Canada a strong place, a place where everybody feels at home, and they can take that out there and look at how we can get global and peaceful reconciliation to many of our problems that we face at the moment. But integration is a two-way street. We need the immigrants and the refugees to integrate into society, so we need to be able to give them the tools to do so. Language is one of them. This other thing is the host community needs to be welcoming, and private sponsorship and government helping with languages and employment and training is one, and accommodation is one way to do it. And I want to quote, integration refers to a two-way process in which the newcomer becomes a member of the new community, and the new community adapts to receive newcomers as full members in successful integration. Refugees are able to contribute their gifts and skills, become self-reliant, and a new multicultural community is formed. And we have learned that in Canada, that this is so true. It is very true, and we are a very safe and a secure country in many ways because we have been doing this. Obviously, there are going to be a few exceptions to the rules, but we have found that young people, especially youth, and somebody talked about it, when they are not welcomed into a society and they become isolated, they begin to dislike the society intensely and want to actually create violence within that society, and that is one of the root causes of extremism. We have choices here as a parliamentary assembly. We are political leaders. We can choose to integrate, to welcome, to build relationships with newcomers and with refugees and immigrants, or we can choose to be isolationists and nationalistic.
We have seen in the past, in our own history, going way back to world wars, that isolationism and fear of the other does not breed anything other than war and conflict. Let us look at how we create peaceful societies around the world. Migrants and refugees are not going to go away. This is not a crisis anymore. This is going to be a way of life. As we see climate change and poverty move people from Africa and poor countries into countries like ours, as we see conflicts which are rising every day in this world, moving people and women and children. So I ask you to be bold. I ask you to speak up. I ask you to speak up in your parliaments. I ask you to talk to your governments and your foreign ministers. And let us begin to see a new way of looking at things. Integration is important, and let us do gender-based analysis and gender mainstreaming in everything that we do. Thanks very much. Thank you, Hedy Fry, for your report. Thank you very much for it, and thank you also for your dedication to this topic. So I will now open the floor for debate and comments. And there is one speaker on my list, Mr. Maltese from Canada. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi de féliciter tout d'abord Dr. Fry, ma concitoyenne, d'avoir choisi de se concentrer sur le sort des migrants et des réfugiés, encore une fois cette année. L'intégration des nouveaux arrivants est essentielle à la réussite de notre société. En Amérique du Nord et en Europe, en raison de notre population vieillissante, l'immigration joue un rôle prépondérant comme facteur de croissance de la population afin de maintenir le financement de nos services sociaux. Les migrants et les réfugiés proviennent de plusieurs régions du monde et partagent des pratiques culturelles parfois très différentes des nôtres. C'est pourquoi l'intégration sociale est si importante. Il est nécessaire que ceux qui viennent d'ailleurs deviennent partie intégrante de nos sociétés et que l'on évite de créer des ghettos, isolés et sans espoir. Le risque d'isolement des femmes en particulier doit nous inquiéter. D'ailleurs, j'attends avec impatience de lire le rapport final qui sera publié cet été et d'entendre davantage sur le sujet des autres éléments liés à l'intégration, tels que l'emploi des migrants, des réfugiés et leurs différentes expériences vécues. Mais il faut se rappeler que les pays d'accueil ont des devoirs importants envers les réfugiés et les migrants. Mais ce n'est pas à sens unique. Les immigrants et les réfugiés ont des devoirs envers le pays d'accueil. Et ça, c'est très important pour permettre une intégration profonde, enracinée pour les générations futures qui naîtront de ces réfugiés et de ces immigrants. Madame Fry, je vous encourage à continuer. C'est un des dossiers humanitaires les plus importants que l'OSCE aura à gérer au cours des prochaines années, et surtout lorsque ça touche la vie d'êtres humains. Voilà toute l'importance que vous y mettez. Merci. Thank you very much for your intervention. As you all know, we are dealing a lot with this subject in an ad hoc committee. Are there any more comments on the report? If this is not the case, then I close the session for now. The committees will meet at 3:15 in the diverse rooms. The reception will be at 6:30 in the evening in the Austrian Parliament. Very much welcome. And then the committee, it's the committees 2 and 3, and 1 is tomorrow morning at 9 o'clock. Thank you very much.